Dames en heren, hartelijk welkom aan boord van deze rondvaartboot van rederij Kooi. Tijdens deze vaart kunt u een uitleg beluisteren van de belangrijkste punten langs onze route. Ladies and gentlemen, shipping company Koi wishes you a warm welcome aboard. During this trip, you can listen to an explanation of the highlights we will pass en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Koi. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. Links ziet u Hotel de L'Europe. Dit is een van de beste hotels hier in Amsterdam en het is in bezit van Heineken. De keuken van dit hotel ligt gedeeltelijk onder de waterspiegel. To your left, you can see the Hotel de l'Europe. This is one of the best hotels here in Amsterdam. It is owned by Heineken. The kitchen of the hotel is partially below water level. Links sehen Sie Hotel de l'Europe. Dies ist eins der besten Hotels in Amsterdam und darf sich zum Heineken-Besitz zählen. Die Küche des Hotels befindet sich zum Teil unter dem Wasserspiegel. It wouldn't be £300 for 4 nights, that's for sure. £100 for 2 people per night is not a lot in summer in Amsterdam. I think he was at it, that guy. We varen hier op de rivier de Amstel. De Amstel was ooit een van de rivieren die uitkwam op de zee. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. Aan de linkerzijde ligt het Waterloopplein, dat nu grotendeels wordt ingenomen door het stadhuis en muziektheater. Hier was vroeger het centrum van de Joodse buurt. On the left-hand side is the Waterlooplein, or Waterloo Square, now largely covered by the City Hall and Music Theatre. This used to be the center of the Jewish neighborhood. Auf der linken Seite liegt der Waterlooplein. Der Platz wird jetzt größtenteils durch das Rathaus und das Operngebäude, die Stopera, eingenommen. Hier befand sich früher das Zentrum des jüdischen Viertels. De Blauwbrug, die we nu voor ons zien en waarvan de pijlers zijn versierd met afbeeldingen van de Gouden Eeuw, is gebouwd in 1884. De brug is min of meer een kopie van de Pont Alexandre III in Parijs en ontleent haar naam aan haar voorgangster, een houten ophaalbrug die blauw geschilderd was. The Blauwbrug, or Blue Bridge, we now see before us, featuring pylons decorated with images from the Dutch Golden Age, was built in 1884. In some respects, this bridge is a copy of the Pont Alexandre III in Paris, and it was named after its predecessor, which was a wooden drawbridge painted blue.
Die Blaubrug, die wir jetzt vor uns sehen und deren Pfeiler mit Abbildungen aus dem goldenen Zeitalter verziert sind, wurde 1884 gebaut. Die Brücke ist mehr oder weniger eine Kopie der Pont Alexander III. In Paris und hat ihren Namen ihrer Vorgängerin zu verdanken, einer hölzernen Zugbrücke, die einen blauen Anstrich hatte. You can hire these robots. You can hire for private parties. De magere brug die we nu voor ons zien is een van de oudste bruggen van de stad. Deze in het begin van de 17e eeuw opgetrokken brug herinnert door zijn naam aan de nog smallere brug die hier vroeger was. The magere brug, or skinny bridge, we see ahead of us now, is one of the oldest bridges in the city. This bridge, that was constructed in the early 17th century, commemorates the even narrower bridge that was located here before that. Die magere Brücke, die wir jetzt vor uns sehen, ist eine der ältesten Brücken der Stadt. Diese Beginn des 17. Jahrhunderts errichtete Brücke erinnert durch ihren Namen an die ursprüngliche, wesentlich schmalere Brücke, die sich davor an dieser Stelle befand. We komen nu in de Herengracht. Deze gracht werd gegraven in de 17e eeuw. Aan deze gracht staan de grootste en mooiste grachtenpanden van Amsterdam. We are now getting to the Herengracht, or Gentleman's Canal. This canal was dug in the 17th century. The canal houses here are the largest and most beautiful in Amsterdam. Wir kommen jetzt in die Herengracht. Diese Gracht wurde im 17. Jahrhundert gegraben. Auf dieser Gracht finden Sie die größten und schönsten Grachtenhäuser Amsterdams. It's really expensive. If you're wanting to rent in the centre of Amsterdam, it's about 5,000 a month. 5,000 euros for a nice place. And the average wage earner doesn't earn that much. If you want to rent, you should. And you're just Aan de rechterzijde zien we op nummer 579 een huis met een fraai beeld aan de gevel dat Sint Joris en de draak voorstelt, staande op de kop van een olifant. At your right, at number 579, we can see a house with a beautiful statue on the facade, depicting St. George and the dragon standing on an elephant head. An der rechten Seite sehen wir bei Nummer 579 ein Haus mit einem schönen Bild an der Fassade. Es stellt St. Joris und den Drachen dar, die auf dem Kopf eines Elefanten stehen. We naderen nu een mooi punt van onze tocht en we zien zo dadelijk aan de linkerkant de 7 boogbruggen van de Reguliersgracht achter elkaar. We are now approaching an exceptionally beautiful spot. On our left side, we can see the 7 arched bridges of the Reguliers Canal in a row. Wir nähern uns jetzt einem Höhepunkt unserer Tour. Gleich sehen wir auf der linken Seite die 7 Bogenbrücken der Reguliersgracht hintereinander.
Links het huis met nummer 502 met het balkon en de marmeren zuilen is de ambtswoning van de Amsterdamse burgemeester. To your left, the house at number 502 with the balcony and the marble pillars is the official residence of the Mayor of Amsterdam. Das Gebäude links mit der Hausnummer 502 und dem Balkon und den Marmorsäulen ist die Amtswohnung des Amsterdamer Bürgermeisters. Whose? Ian. No, but I knew it. There's the one she's at. I don't like Ian. That's what's stuck up his Links arse. ziet u de Basel, oorspronkelijk gebouwd voor de Nederlandse Handelsbank. In de vroegere kluizen bevindt zich nu het Amsterdamse Stadsarchief. To the left, you can see the Basel, originally built for the Dutch Merchant Bank, the Nederlandse Handelsbank. The city archives of Amsterdam are kept in what used to be their vaults. Links sehen Sie die Basel. Sie wurde ursprünglich für die niederländische Handelsbank gebaut. Jetzt befindet sich das Stadtarchiv in den alten Tresoren. See, you could go on Twitch and watch me. Just now. Can't because I've got data. What's our announced today? Only 10 minutes of that was a workout. Need to walk faster. We waren nu in de Gouden Bocht, waarin de 17e eeuw de rijkste kooplieden woonden. Wie het had gemaakt in deze machtige handelsstad, moest dat namelijk ook laten zien. Ze gaven de huizen extra grote deuren en kleine bovenramen. Hierdoor lijkt het pand nog groter en hoger. Deze huizen worden nu gebruikt als banken, kantoren en consulaten. Vroeger werden deze huizen bewoond door één gezin. De deur onder de trap was uitsluitend voor het personeel. We are now sailing the Gouden Bocht, or Golden Bend, where the richest merchants used to live in the 17th century. People who had made it big in this powerful trading town obviously had to show it. Their houses had extra large doors and small upper windows. This would make the buildings look even larger and higher. These houses are now used as banks, office buildings and consulates. In the past, a single family would have lived there. The door underneath the stairs was strictly for the use of staff members. Jetzt fahren wir durch die Goldene Kurve, in der im 17. Jahrhundert die reichsten Kaufleute wohnten. Wer es in dieser mächtigen Handelsstadt geschafft hatte, musste es natürlich auch zur Schau stellen. So entwarf man Häuser mit besonders breiten Eingangstüren und kleinen Oberfenstern. Der Effekt war, dass das Haus hierdurch noch größer und höher wirkte. Diese Häuser nutzt man jetzt als Banken, Bürogebäude oder Konsulate. Früher wurden diese Häuser von einer Familie bewohnt. Die Türe unterhalb der Treppe war ausschließlich fürs Personal. Links staan twee identieke huisjes naast elkaar, ook wel de tweelingzusjes genoemd. Aan de overkant staan ook twee identieke huisjes, genaamd de tweelingbroertjes. To your left, you can see two identical houses side by side, also known as the twin sisters. On the opposite side, there are two other duplicate houses, the twin brothers. Links stehen zwei identische Häuschen nebeneinander, die man auch die Zwillingsschwestern nennt. Auf der gegenüberliegenden Seite stehen auch zwei identische Häuser, die die Zwillingsbrüder heißen. It's just because I've got my phone in my case.
Links van u, op de nummers 362, 368, ziet u enkele majestueuze koopmanshuizen uit de 17e eeuw. To your left, at numbers 362 to 368, you can see some magnificent merchant houses from the 17th century. Links von Ihnen, bei der Hausnummer 362 bis 368, sehen Sie einige majestätische Kaufmannshäuser aus dem 17. Jahrhundert. Let u ook eens op de gevels van de huizen die we hier aan de linker en aan de rechterzijde zien. Er zijn vele soorten gevels, maar de meest voorkomende zijn de trapgevel, de klokgevel, de halsgevel, de lijstgevel en de tuit- of trechtergevel. U ziet dat ieder huis een hijsbalk boven de gevel heeft. Omdat de deuren en trappen van de huizen in Amsterdam erg smal zijn, gaat, als ze verhuizen, alles door het raam naar buiten en naar binnen. Have a look at the facades of the houses you can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frame gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen-, Glocken-, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hubbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. They're all like 5 or 6 stories tall. I know, that's what I'm saying. They built up instead of across like us. Ja, I'd like to climb all the way up there. In de gevels van veel huizen in Oud-Amsterdam zult u gevelstenen aantreffen. Vaak hebben deze stenen te maken met het beroep of de familienaam van de bewoners die hier in vroegere jaren gewoond hebben. You will find gable stones on the facades of many of the houses in Old Amsterdam. Very often, these stones are related to the profession or the family names of the residents that lived in these houses in the past. In den Fassaden vieler alter Häuser in Amsterdam finden Sie sogenannte Gevelstenen, eine Art Wappenstein. Oft weisen diese Wappensteine auf den Beruf oder den Familiennamen der Bewohner hin, die hier zu früheren Zeiten gewohnt haben. De Iep is de boom van Amsterdam. Al meer dan 400 jaar staat de Iep langs de grachten en behoort deze tot het werelderfgoed. Er is geen plek ter wereld waar nog zoveel iepen bij elkaar staan. The typical tree of Amsterdam is the elm. Elms have stood along the canals for over 400 years, and they belong to our World Heritage. There is no other place in the world where so many elms can be found together. Die Ulme ist der Baum von Amsterdam. Die Ulme steht seit mehr als 400 Jahren an den Kanälen und gehört zum Welterbe. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem noch so viele Ulmen zu finden sind.
Links ziet u een Bartolotti-huis. Het huis is vernoemd naar de rijke bankier Bartolotti en is ontworpen door Hendrik de Keizer. Het is een bijzonder gebouw doordat ze het gebouw precies symmetrisch gebouwd hebben in de bocht van de gracht. On the left, you can see the Bartolotti house. This house was named after the rich banker Bartolotti and was designed by Hendrik de Keizer. It is a very exceptional building as it was built completely symmetrical to the curve of the canal. Links sehen Sie das Bartolotti-Haus. Das Haus verdankt dem reichen Kaufmann Bartolotti seinen Namen. Es ist ein Entwurf von Hendrik de Keizer. Das Gebäude ist außergewöhnlich, weil es völlig symmetrisch in der Kurve der Gracht gebaut wurde. Amsterdam is in 2010 door UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst. UNESCO riep de Amsterdamse grachtengordel uit tot een binnenstad met een geslaagd voorbeeld van vroeg moderne stedenbouw in Europa. Amsterdam was designated a UNESCO World Heritage Site in 2010. UNESCO declared that the rig of canals made the inner city of Amsterdam a successful example of early modern urban development in Europe. Ideas about the ideal city in the Renaissance were applied to the Dutch city of canals. Amsterdam wurde 2010 von der UNESCO zur Weltkulturerbeliste hinzugefügt. Die UNESCO betitelte den Amsterdamer Grachtengürtel als gelungenes Beispiel für einen frühmodernen Städtebau in Europa. Auf dem holländischen Grachtengürtel wurden Renaissance-Ideen zur idealen Stadt angewandt. Langs de kant van de gracht ziet u op vele plekken lage hekjes staan. Parkeren langs de grachten is niet geheel risicovrij. Deze hekjes zijn geplaatst in de jaren 60, omdat er bijna dagelijks auto's in de gracht reden. Nu nog steeds raken er geregeld auto's te water. In many places, you will see low railings along the canals. Parking on the canals isn't completely risk-free. These railings were installed in the 60s because cars were driven into the canals almost every day. To this day, cars end up in the canals on a regular basis. Entlang der Grachten sehen Sie oft sehr niedrige Geländer. Das Parken auf den Grachten ist nicht ganz risikofrei. Diese Geländer wurden in den 60er Jahren angebracht, weil fast jeden Tag Autos in die Grachten fuhren. Es passiert immer noch ab und zu, dass Autos ins Wasser fallen. Het is interessant voor u om te weten dat we hier in Amsterdam meer dan 1800 bruggen hebben. De grachten zijn 3 meter diep. De eerste grachten werden in de 13e eeuw gegraven voor het transport van goederen. Telkens wanneer de stad groter werd, heeft men meer grachten in een halve cirkel om de stad heen gebouwd. It's interesting for you to know that we have over 1800 bridges here in Amsterdam. The canals are about 3 meters or 10 feet deep. The first canals were dug in the 13th century for the transfer of goods. Every time the city increased in size, more canals were dug around the center in semicircles. Interessant zu wissen ist, dass Amsterdam über 1800 Brücken zählt. Die Grachten sind 3 Meter tief. Die ersten Grachten wurden im 13. Jahrhundert für den Transport von Gütern gegraben. Jedes Mal, wenn die Stadt aus den Nähten platzte, hat man eine neue Gracht im Halbkreis um die Stadt herum gegraben.
to move house using those gables and the windows, I would just never move house. Probably people going. With 5 floors worth of stuff. It's rule in Britain that people move house all the time. From the continent, they don't tend to buy a house and that's it. We varen nu in de Brouwersgracht, waar in vroeger tijden de bierbrouwerijen gevestigd waren. We are now sailing on the Brouwersgracht, or Brewers Canal, where the breweries used to be located. Wir fahren jetzt auf der Brouwersgracht, wo sich früher die Bierbrauereien befanden. Rechts op de nummers 7 en 9 ziet u 2 pakhuizen, één groot en een wat kleiner, vader en zoon genaamd. To your right, at number 7 and 9, you can see 2 warehouses, one large and one somewhat smaller. Their names are father and son. Rechts bei den Hausnummern 7 und 9 sehen Sie 2 Speicherhäuser, ein großes und ein etwas kleineres, genannt Vater und Sohn. We gaan naar de Haarlemmersluis, een van de 16 voormalige zeesluizen van Amsterdam. We are now sailing toward the Haarlemmersluis, one of the 16 former sea locks in Amsterdam. Wir fahren zur Haarlemmersluis, eine der 16 ehemaligen Meeresschleusen Amsterdams. That's the thing we could do tomorrow, the hop on, hop off. You can hop on, hop off these canal boats or buses. Just go round and round. Vandaar dat u ook zoveel fietsen overal geparkeerd ziet staan. Dit is een van de grootste parkeerproblemen in Amsterdam. Dagelijks gaat het gemeente honderden fietsen weg die verkeerd geparkeerd staan. Er zijn meer fietsen dan inwoners in Amsterdam. Many residents of Amsterdam have bicycles. Cycling is one of the fastest ways to travel across the city. That is why you can see several cars parked. It is one of the major parking problems in Amsterdam. Every day, the municipality removes hundreds that have been parked improperly. Amsterdam has more bicycles than visitors. Wer in Amsterdam wohnt, besitzt ein Fahrrad. Radfahren ist eine der schnellsten Möglichkeiten, die Stadt zu durchqueren. Deshalb sind sie auch überall so viele geparkte Fahrräder. Es ist eines der größten Lokalprobleme in Amsterdam. Jeden Tag entfernt die Gemeinde Hunderte von Fahrrädern, die falsch geparkt sind. In Amsterdam gibt es mehr Fahrräder als Einwohner. Links ziet u het AI Filmmuseum. Het gebouw is geopend in 2012 en is de eerste grote culturele instelling die in Noord gevestigd is. On your left, you can see the Art Film Museum. The building was opened in 2012 and
side is the first major cultural institute located in Amsterdam North. Links sehen Sie das Filmmuseum. Das Gebäude wurde 2012 eröffnet und ist die erste große kulturelle Einrichtung, die in Amsterdam Nord errichtet wurde. Links ziet u de Amsterdam-toren. Dit was het vroegere hoofdkantoor van Shell. Nu is het een bruisende plek voor creatieve en innovatieve bedrijven. U kunt het gebouw bezoeken. Op het dak kunt u genieten van het uitzicht en als u durft te schommelen. To your left, you can see the Amsterdam Tower, which used to be the headquarters of Shell. Now it's a vibrant place for creative and innovative companies. You can visit this building. It offers an amazing view from the roof and a great swing, if you dare. Links sehen Sie den Amsterdam-Toren. Er war der frühere Hauptsitz von Shell. Jetzt bildet der Turm eine Grundstätte für kreative und innovative Unternehmen. Den Turm kann man besuchen. Auf dem Dach können Sie die Aussicht genießen und wenn Sie sich auf die Schaukel trauen, Tussen het centrum en Amsterdam-Noord vaart ook veel poortjes. Dit is om vele voetgangers en fietsers te kunnen laten oversteken. Er bestaat nog steeds geen tunnel of brugverbinding voor voetgangers en fietsers. De overgang met de pont is dan ook gratis. Many ferries connect the city centre to Amsterdam North. They allow the many pedestrians and cyclists to cross the river. To this day, there is no toll or connecting bridge for pedestrians and cyclists. That is why the ferry crossing is free. zwischen dem Zentrum und Amsterdam Nord fahren viele Fähren. Dies soll den vielen Fußgängern und Radfahrern das Überqueren ermöglichen. Es gibt noch keine Tunnel- oder Brückenverbindung für Fußgänger und Radfahrer. Der Übergang mit der Fähre ist daher kostenlos. Links ziet u het bijzondere muziekgebouw aan het IJ, een experimenteel muziekcentrum voor klassieke muziek en jazzmuziek. On your left, you can see the unique Muziekgebouw on the Eye. This is an experimental music center for classical music and jazz. Links sehen Sie ein besonderes Musikgebäude am IJ. Es ist ein experimentelles Musikzentrum für klassische und Jazzmusik.
popular. Links ziet u het Nemo Science Museum, ontworpen door de beroemde architect Renzo Piano. Het lijkt op een schip, maar het moet de spiegeling voorstellen van de eitunnel. Het Nemo is gebouwd op de ingang van de eitunnel die Amsterdam Centrum verbindt met Amsterdam Noord. On your left, you can see the Nemo Science Museum, designed by the famous architect Renzo Piano. It looks like a ship, but it is meant to be a reflection of the eye tunnel. The Nemo was built on the entrance to the eye tunnel, connecting the center of the city with Amsterdam North. Links sehen Sie das Nemo, das Science Museum nach dem Entwurf des berühmten Architekten Renzo Piano. Es ähnelt einem Schiff, soll aber die Umkehrung, also die Spiegelung des Eitunnels darstellen. Das Nemo wurde auf dem Eingang zum Eitunnel gebaut, der das Amsterdamer Zentrum mit Amsterdam Nord verbindet. Dit wijde water, het Oosterdok, behoorde oorspronkelijk tot de haven. Het is moeilijk ons voor te stellen dat hier in de 17e eeuw grote bedrijvigheid heerste bij het laden en lossen van de schepen van de West- en Oost-Indische compagnieën die hier zij aan zij lagen. This wide body of water, the Oosterdok or Eastern Dock, was originally part of the harbour. It is difficult to imagine the hustle and bustle that was prevalent here in the 17th century, with loading and unloading of the ships of the Dutch West and East India Companies, docked here side by side. Dieses offene Gewässer, das Oosterdok, gehörte ursprünglich zum Hafen. Es ist etwas schwierig, sich vorzustellen, dass hier im 17. Jahrhundert beim Be- und Entladen der West- und Ostindischen Kompanieschiffe, die hier Seite an Seite lagen, ganz schön viel los war. Amsterdam kampte met een groot tekort aan woonruimte. Daarom gingen mensen vroeger uit noodzaak wonen op een boot, waarvan we hier enkele zien liggen. Vandaag de dag is dat wel anders. Woonschepen zijn tegenwoordig zeer geliefd om op te wonen. Alle woonboten zijn aangesloten op alle voorzieningen. Er worden zeer hoge bedragen betaald voor deze drijvende huizen. Amsterdam was facing a major housing shortage, forcing people to live on boats in the past. Some of these boats we see moored in this area. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all of the facilities. People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von denen wir hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. Alle Hausboote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Häuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert. Rechts zien we de Muntenbaanstoren, een oude verdedigingstoren waarvan het onderstuk dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw op werd geplaatst. De toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. To your right, we can see the Montelbaanstoren, an old defence tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Malayabi, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montelbaanstoren, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Malle Jaap genannt, der verrückte Jaap, da seine Uhr ziemlich lange aus dem Takt lief.
gracht waar we nu varen is genaamd Oude Schans. Ook alweer zo'n oude verdedigingsgracht van de stad. Aan uw rechterzijde bevond zich vroeger de stadsmuur. The canal we are sailing now is called Amsterdam, or Old Ramp. Yet another of the old defensive canals of the city. In the past, the city walls were on your right-hand side. Die Gracht, durch die wir jetzt fahren, heißt Oude Schans. Auch sie ist eine alte Verteidigungsgracht der Stadt. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. Linksboven op de brug staat een heel scheef huisje, het sluiswachtershuisje van de Sint-Antoniesluis. Dit was ooit een van de zeesluizen van Amsterdam. Rembrandt woonde achter het huisje, in het huis met de vensterluiken. Dit is het Rembrandthuis. On the left, at the top of the bridge, is a very slanted little house, the lockkeeper's house of the St. Anthony Lock. This was once one of the sea locks of Amsterdam. Rembrandt once lived behind it, in the house with the window shutters. This is the Rembrandt house. Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes Häuschen. Das Schleusenwächterhäuschen der Sint-Antoni-Sluis. Früher war es eine der Amsterdamer Seeschleusen. Rembrandt wohnte hinter dem Häuschen, im Haus mit den Fensterläden, dem Rembrandtshuis. De Amsterdammer is erg trots op zijn stad. En hij wil dan ook best weten hoe oud zijn geboortegrond is. We moeten daarvoor teruggaan naar de middeleeuwen, want het ontstaan van deze stad ligt in een ver verleden. Aangenomen wordt dat de eerste bewoners zich als vissers vestigden, ongeveer op de plaats waar de Amstel uitmondt in het IJ, dat toen nog in verbinding stond met de Zuiderzee, het tegenwoordige IJsselmeer. In 1275 verkreeg Amsterdam stadsrechten. Dit levendige stadje, met houten huizen en door dijken tegen water beschermd, was in die dagen nog klein en besloeg aan de weerszijden van de Amstel slechts een strook van ongeveer 200 bij 1000 meter. In de loop der jaren is Amsterdam uitgegroeid tot een internationaal centrum van cultuur, handel, industrie en zee- en luchtverkeer. Residents of Amsterdam are very proud of their city, and they definitely like to know how old their home is. This takes us back to the Middle Ages, because the origin of the city lies in the distant past. It is believed that the first inhabitants were fishermen, settling not far from the place where the Amstel River enters into the IJ, which at the time was still connected to the Zuiderzee, now the IJsselmeer. Amsterdam was granted city rights in 1275. This lively little town, with wooden houses and protected from water by levees, was small in those days. It only covered a strip of land of about 200 by 1,000 meters on both sides of the Amstel River. Over the years, Amsterdam grew into an international center of culture, trade, industry and sea and air traffic. Der Amsterdamer ist sehr stolz auf seine Stadt,
und möchte daher wissen, wie alt sein Geburtsort ist. Dafür müssen wir ins Mittelalter zurückkehren, denn die Ursprünge dieser Stadt liegen in grauer Vergangenheit. Es wird vermutet, dass sich die ersten Einwohner als Fischer ansiedelten, etwa dort, wo die Amstel in das Ey mündet, das damals noch mit der Jardin d'Agé, dem heutigen Eiselmeer, verbunden war. Im Jahr 1275 erhielt Amsterdam die Stadtrechte. Diese lebhafte Stadt mit ihren Holzhäusern, die von Deichen umgeben waren, die sie vor dem Wasser schützten, war zu dieser Zeit klein und erstreckte sich zu beiden Seiten der Amstel über eine Strecke von etwa 200 mal 1000 Metern. Amsterdam hat sich im Laufe der Jahre zu einem internationalen Zentrum für Kultur, Handel, Industrie sowie See- und Luftverkehr entwickelt. Links ziet u een rij huizen die scheef staan, ofwel de dansende huizen genoemd. To your left, you can now see a row of crooked houses, also known as the dancing houses. Links sehen Sie eine ganze Häuserreihe, die schief steht. Man nennt sie auch die tanzenden Häuser. Rechts ziet u het Doelenhotel naast de brug. Vroeger stond hier het Cloviniersdoelencomplex. Voor de feestzaal van dit complex heeft Rembrandt de nachtwacht geschilderd. On your right, next to the bridge, you can see the Doelen Hotel. In the past, this was the location of the Cloveniers Doelen complex. Rembrandt painted the night watch for the banquet hall of this complex. Rechts sehen Sie das Doelenhotel, neben der Brücke. Früher befand sich hier der Cloveniers-Doelen-Komplex. Für den Ballsaal dieses Komplexes hat Rembrandt seine Nachtwacht gemalt. Links voor ons uit zien we nu de Munttoren, een oude verdedigingstoren uit de 15e eeuw. Het bovenschip werd er in de 17e eeuw opgebouwd. To the left of us, we now see the Munttoren, or Mint Tower, an old defense tower from the 15th century. The upper part was added in the 17th century. Links vor uns sehen wir jetzt den Mundtoren, einen alten Verteidigungsturm aus dem 15. Jahrhundert. Der obere Teil wurde im 17. Jahrhundert hinzugefügt. We komen nu aan het einde van onze rondvaart. De directie van de rederij Kooi hoopt dat deze rondvaart naar u genoegen is geweest en dat u tevreden bent over de wijze waarop de kapitein u heeft rondgevaren. Mocht u van uw tevredenheid blijk willen geven, dan dank deze u bij voorbaat. Bedankt u voor uw aandacht en wensen u verder een aangenaam verblijf in Amsterdam toe. We are now getting to the end of our cruise. The management of the Koi Shipping Company sincerely hopes you enjoyed your tour and that you are pleased with the captain's sailing skills. If you would like to express your satisfaction, he would thank you in advance. Thank you for your attention, and we wish you a very pleasant remainder of your stay in Amsterdam. Wir nähern uns dem Ende unserer Rundfahrt. Das Management der Reederei Koi hofft, dass Ihnen diese Rundfahrt gefallen hat und dass Sie mit der Art, wie der Captain sie gefahren hat, zufrieden sind. Wenn Sie Ihrer Zufriedenheit Ausdruck verleihen möchten, bedankt der Kapitän sich im Voraus. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in Amsterdam.
ja. What will we do now? You want to go back to the hotel?